Ganz kurzfristig bei mir ist Matthias Wachter, Geschäftsführer der Newspace-Initiative. Wir haben uns heute verabredet zu einem Interview, weil es eine aktuelle Entwicklung auf der Welt gibt, die uns alle umtreibt, die wir alle in den Nachrichten verfolgen können. Und das ist der Konflikt in der Ostukraine. Und wir haben uns heute schon mal ausgetauscht, unter anderem bei Twitter. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, denn der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos hat einen Tweet abgesetzt, der doch für einige Verwunderung gesorgt hat. What are they like? Matthias, du hast das als erstes quasi geteilt, deine Einschätzung dazu abgegeben. Magst du vielleicht ganz kurz ein, zwei Sachen dazu sagen, worum es geht? Vielen Dank, Micha. Vielen Dank für die kurzfristige Einladung. Ich bin wieder gern dabei. Also in der Tat, die Entwicklungen in der Ostukraine sind sehr, sehr dramatisch. Russland hat die Unabhängigkeit der beiden Volksrepubliken im Osten der Ukraine formal anerkannt. Und wir wissen aus verschiedenen Quellen in den Medien, dass mittlerweile auch reguläre russische Truppen in diese beiden Gebiete im Osten der Ukraine einmarschiert sind. Das heißt, was wir gerade erleben, ist nichts anderes wie eine erneute gewaltsame Verschiebung von Grenzen in Europa und faktisch eine militärische Annexion dieser beiden Gebiete im Osten der Ukraine. Und der Westen, Europa, die USA haben auch sehr prompt darauf reagiert. Die ersten Sanktionen wurden sofort angekündigt. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Und ein Punkt, der immer wieder auch genannt wird, ist, dass man Russland natürlich treffen will und dass man natürlich auch verhindern will, dass neue Technologien und Hightech an Russland weiterhin fließt. Und damit sind wir, ob wir das wollen oder nicht, automatisch auch beim Thema Raumfahrt und der Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland in der Raumfahrt. Die ist traditionell sehr, sehr gut und sehr weitreichend. Sie hat in den letzten 2 Jahrzehnten auch alle geopolitischen Klippen und großen Spannungen, zum Beispiel bei der Annexion der Krim, überstanden. Das heißt, sie wurde, egal was auf der Erde passiert ist, man hat immer ganz bewusst gesagt, man klammert aus, was im All passiert und diese Zusammenarbeit, die im All stattfindet. Im Wesentlichen geht es dabei darum, dass man zum einen gemeinsam natürlich die internationale Raumstation betreibt, die Europäer, die Amerikaner, Japaner und Russland eben. Und zum anderen geht es darum, dass es eine Kooperation gibt zwischen Europa und Roskosmos, was die Nutzung der russischen Sojus-Raketen angeht, die in einer, ich sag mal, Vermarktungsgesellschaft von den Europäern zusammen mit Ariane und Vega-Rakete auf dem Weltmarkt angeboten werden und die auch von dem Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana mitstarten. Also da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was könnte sich verändern, dann glaube ich, dass die Zusammenarbeit auf der Internationalen Raumstation erstmal, egal was passiert, ausgenommen ist, weil man einfach gemeinsam Astronauten nach oben hat und weil man diese Station nicht irgendwie teilen kann oder so. Und man natürlich auch gemeinsam sich darauf verpflichtet hat, durch Versorgungsflüge und Ähnliches diese Station zu versorgen und zu unterstützen. Das heißt, da kann man auch, wenn man wollte, nicht einseitig aussteigen. Wo es aber, glaube ich, einen Hebel gibt, ist die Zusammenarbeit bei den Raketen, den Trägerraketen und der Nutzung der Sojus-Rakete. Und ich könnte mir vorstellen, dass das politisch in den nächsten Tagen und Wochen aufs Tableau kommt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass man das schon 2014, als die Krim annektiert war, dass man das Thema Raumfahrt da bewusst ausgeklammert hat. Jetzt könnte sich abzeichnen, dass man das in diesem Fall 2022 nicht macht. Kannst du daran irgendwo einen Punkt erkennen, warum man sich das jetzt traut? Hat Russland einen Bogen überspannt oder sind wir in einer anderen Position? Selbstbewusster, haben wir mehr Möglichkeiten, um uns diesen Schritt erlauben zu können?
Also ich glaube, dass einfach Russland den Bogen diesmal wirklich überspannt hat. Die Annexion der Krim war schon ein massiver Bruch des Völkerrechts und hat zu massiven Verwerfungen geführt. Und man hat damals immer ganz klar signalisiert, also bis dahin und nicht weiter. Und auch Bundeskanzler Scholz hat, als er kürzlich in den USA war, ja auch ganz klar gesagt, wenn jetzt nochmal eine militärische Auseinandersetzung von Russland einseitig angetriggert wird, dann liegt alles auf dem Tisch. Und dieses alles wird zwangsläufig auch mit die Zusammenarbeit in der Raumfahrt auf den Tisch bringen. Und deshalb glaube ich, es ist weniger eine, ich sag mal, Position der Stärke, die die Europäer haben, als vielmehr eine Frage der Glaubwürdigkeit, nachdem jetzt wirklich es dramatisch ist, diese Intervention und dieser Einmarsch in die Ostukraine und dieses erneute Verschieben von Grenzen, da kann man einfach nicht zur Tagesordnung übergehen und man kann einfach auch nicht in der Raumfahrt zur Tagesordnung übergehen. Und deshalb ist die Dramatik diesmal noch ausgeprägter als damals bei der Annexion der Krim. Und deshalb glaube ich, wird es diesmal auch wieder auf den Tisch kommen. Was wären unsere Perspektiven als Europäer für die nahe Zukunft und für die etwas weitere Zukunft? Also, wenn man sich nochmal die internationale Raumstation anschaut, dann ist es ja so, die war ja ein Kind der nach Wende-Ära, als es eine Annäherung zwischen Ost und West gab. Und da finde ich, das war wirklich beeindruckend und bemerkenswert, dass damals in der Jelzin-Ära Russland, die USA, Europa gemeinsam gesagt haben, als verbindendes Element, wir realisieren das, wir wollen eine gemeinsame Raumstation etablieren und betreiben. Eine wahnsinnig bemerkenswerte Geschichte, wie gesagt, und hat damit auch diesen Charakter von Raumfahrt als verbindendes Element und die Zusammenarbeit im All auch zwischen den Völkern maßgeblich positiv mitgeprägt. Und ich glaube, wir kommen an der Stelle jetzt einfach in eine neue Epoche. Zum einen, weil die internationale Raumstation rein technisch betrachtet in den nächsten Jahren an ihr Ende kommt und ersetzt werden muss, beziehungsweise auch nicht ersetzt werden muss. Russland hat ja auch schon angekündigt, dass man eine Nachfolgestation allein betreiben will. Also das Ausscheren von Russland, unabhängig von der aktuellen Situation, ist letztlich schon kommuniziert. Und das Zweite ist, wir laufen, glaube ich, auch in der Raumfahrt wieder viel stärker auf einen Wettbewerb und eine Rivalität der Großmächte hinaus. Das ist nicht schön und es ist eine Entwicklung, die ein Rückschritt ist. Aber ich glaube, wir müssen diesen Realitäten ins Auge sehen. Und damit stellt sich auch für Europa die Frage, wie gehen wir damit um? Und wir sind bisher, was die astronautische Raumfahrt angeht, Mitfahrer. Wir haben kein eigenes Raumschiff, kein eigenes System, um europäische Astronauten ins All zu bekommen. Das heißt, sie fliegen entweder in Russland oder in den USA mit. Russland wird jetzt aus politischen Gründen schwieriger. Und was die USA angeht, auch da hat es ja eine Veränderung gegeben durch die Kommerzialisierung und der Positionierung von SpaceX. Ist man sozusagen nicht mehr Partner auf Augenhöhe, sondern man ist Kunde, der zahlt und mitfliegt. Und das ist natürlich auch von der Qualität her nochmal etwas anderes, als wir in der Vergangenheit hatten. Und ganz viele Kooperationsprojekte in der Raumfahrt, die wir sehen, sind sogenannte Bartergeschäfte. Das heißt, die Europäer haben gesagt, die Deutschen haben gesagt, wir stocken unseren Anteil an der internationalen Raumstation auf, beteiligen uns stärker finanziell. Die Amerikaner konnten ein bisschen runtergehen. Und als Kompensation haben die Europäer dieses European Service Modul bekommen, das in Bremen hergestellt wird für die zukünftigen Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms. Solche Kooperationsprojekte und Bartergeschäfte wird es in Zukunft damit auch nicht mehr geben, wenn die USA ausschließlich auf kommerzielle Systeme setzen und es auch bei der Raumstation fortsetzen. Das heißt, wir haben so oder so
jetzt eine große Wende. Und ich glaube, oder ich bin der Meinung, Europa sollte das jetzt als Chance begreifen, eigenständiger im All aufzutreten. Ich finde, wir haben allerbeste Voraussetzungen. Wir haben mit der Ariane 5 und perspektivisch der Ariane 6 einen strategischen Zugang ins All. Den sollten wir stärker nutzen. Und wir haben mit den Microlaunchern, die in Europa und vor allem jetzt auch in Deutschland kommerziell und privat finanziert in den letzten Jahren entstanden sind, auch neue, innovative, junge Akteure. Und ich finde, bevor wir ein korruptes und aggressives Regime im Osten Europas finanziell in der Raumfahrt unterstützen, sollten wir lieber in unsere eigenen Köpfe, in die jungen Unternehmer, in Aufbruch, in Begeisterung hier investieren und sollten lieber die neuen Player, die wir in Europa haben und die aus meiner Sicht großes Potenzial haben, die unterstützen. Und ich glaube, wir müssen keine Sorge haben, aber wir müssen jetzt die richtigen politischen Weichen stellen. Und die Weichen heißen, den strategischen Zugang Europas ins All zu stärken, Stärke auf die kommerziellen Anbieter, die in den letzten Jahren entstanden sind, setzen. Und wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich auch ganz klar sagen, wir sollten auch in das Thema astronautische Raumfahrt, europäische Astronauten mit europäischen Raketen einsteigen. Kann das funktionieren, wenn die ESA, so wie sie das bisher treibt? Ich meine, Ariane 6 ist tatsächlich immer so ein heißes Eisen, das ich persönlich ungern anfasse, weil man sich daran eigentlich nur die Finger verbrennen kann, weil es wirklich so hate it or love it ist. Also entweder man ist Befürworter oder man ist irgendwie nicht dafür. Aber jetzt gibt es dieses Prestigeobjekt und es wird gebaut und wir hoffen alle, dass er irgendwann fliegt. Bis dahin könnte aber noch ein bisschen Zeit vergehen und die Mikrolauncher-Hersteller, die du gerade erwähnt hast, stehen ja in den Startlöchern. Jetzt sind die Raketen allerdings nicht in der Lage, astronautische Raumfahrt sicherzustellen, sondern in erster Linie erstmal so Satelliten ins All zu bringen. Siehst du die Möglichkeit, die Kompetenzen, die in den Mikrolauncher-Herstellern jetzt vorhanden sind, weiter auszubauen, um irgendwann diese astronautische Raumfahrt unabhängig dessen, was mit der Ariane und der ESA passiert, voranzutreiben? Also es kommt da nicht umsonst der Spruch, it's Rocket Science. Das ist etwas ganz Besonderes und das ist auch mit wirklich ganz besonderen Herausforderungen verbunden. Nur wenn man es einmal geschafft hat und wenn man diese Technik beherrscht, und es zeigt ja auch das Beispiel von SpaceX, wenn ich eine kleine Rakete habe, eine kleine Falcon, dann kann ich die weiterentwickeln zu einer Falcon 9 oder perspektivisch sogar eine Falcon Heavy. Das ist dann keine Rocket Science mehr. Und deshalb glaube ich, und so sind ja auch die 3 Konzepte der 3 deutschen Microlauncher angelegt, sie sind skalierbar, sie müssen es jetzt einmal in den Orbit schaffen, sie müssen die Technik beherrschen, aber dann ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Alle 3 können ihre Rakete skalieren und können damit auch perspektivisch die Nutzlasten, die sie ins All transportieren, deutlich erhöhen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ihnen jetzt optimale Rahmenbedingungen geben, dass sie es ins All starten. Und dann haben wir, glaube ich, eine neue Situation. Jetzt war ja vergangene Woche oder in den vergangenen Tagen die Münchner Sicherheitskonferenz, in der natürlich Rufe nach einem unabhängigen Zugang zum Weltraum nochmal laut geworden sind und Satellitenkonstellationen, die wirklich von anderen unabhängig sind. Das ist ja das, was eure Initiative tatsächlich vorantreiben will. Gibt es da jetzt vielleicht aufgrund der aktuellen Lage gewissermaßen einen Schub, was das ganze Thema angeht? Also ist es jetzt plötzlich in der Politik sehr viel prominenter, als es das vielleicht noch vor ein paar Monaten war, als wir uns das letzte Mal trafen auf dieser Veranstaltung, wo der gegründet wurde? Ja, also wir hoffen es, wir wünschen das, weil das All, und das sehen wir auch jetzt gerade in der aktuellen Situation im Osten der Ukraine, wir wissen über die Dinge Bescheid, weil wir Augen und Ohren im All haben. Das heißt, die Satelliten, die wir haben, sind längst eine kritische Infrastruktur, sowohl strategisch, aber natürlich auch gesamtwirtschaftlich. Wirtschaftliche Prozesse auf der Erde sind zwischenzeitlich ohne Nutzung von Satelliten, deren Daten, Kommunikation, Transfer von Daten nicht mehr vorstellbar. Und es wird in Zukunft noch massiv zunehmen. Wir hatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch eine Veranstaltung mit Will Marshall von Planet, mit Bülent Altan von Mynaric, mit Herrn Aschbacher, die ganz klar gesagt haben, also Space wird die Wirtschaft auf der Erde radikal verändern. Und Space ist ein
disruptiver Faktor. Das wird im Moment noch nicht von allen so gesehen, aber das wird passieren. Wir sind im Prinzip bei der Space Economy da, wo wir vor 20 Jahren mit der Internet Economy waren. Und ich glaube, heute würde niemand mehr in Frage stellen, dass das Internet und die Digitalisierung wirklich radikal unsere Wirtschaft und auch den letzten kleinen Tante-Emma-Laden verändert hat. Und ich glaube, das wird perspektivisch auch mit Space passieren. Damit steigt die Bedeutung noch mehr von Satelliten und der Infrastruktur im All. Und das heißt für uns als Europäer, wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie wir diese Infrastruktur schützen. Und Russland hat Ende letzten Jahres einen ASAT-Test, also eine Anti-Satellitenwaffe, eingesetzt, um einen eigenen Satelliten abzuschießen. Das war eine ganz klare Machtdemonstration, ein Signal, hey, wir sind in der Lage, eure Satelliten, ohne dass ihr etwas machen könnt, abzuschießen, auszuschalten, mit gravierenden Implikationen. Und das Mittel der Wahl aus meiner Sicht ist, dass man die Fähigkeit besitzt, kurzfristig Satelliten im All zu ersetzen, wenn sie abgeschossen wurden, wenn sie gestört werden, wenn irgendetwas anderes passiert. Und das nennt man Responsive Space, also die Fähigkeit, kurzfristig Satelliten ins All zu bekommen. Kurzfristig, damit ist gemeint wenige Tage. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die wir als Europäer brauchen. Es ist eine defensive Fähigkeit, also es ist nicht offensiv, sondern man kann sie nutzen, wenn etwas ausgefallen ist, dass man einen Satelliten nachstartet, etwas nachschießt. Und da ist Deutschland in einer exzellenten Ausgangsphase, weil wir 3 Micro-Launcher-Companies haben, die Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres mit den Erststarts an den Markt kommen, weil wir solche Geschichten wie die private Initiative für eine Startplattform in der Nordsee haben. Und all das entsteht gerade, all das existiert schon. Und die Bundesregierung könnte diese Fähigkeiten, die von jungen Unternehmern, von privaten Investoren geschaffen wurden, nutzen, um den Partnern eine Responsive Space Fähigkeit für Europa anzubieten. Und das glaube ich, das sollte jetzt der nächste Schritt sein, dass wir eine solche Fähigkeit aufbauen, mit der Möglichkeit von kontinental EU, Europa aus ins All zu starten, weil es, wie gesagt, schnell gehen muss. Es ist alles da und man muss die Dinge jetzt nur zusammenbringen. Es ist eine politische Entscheidung und keine technische Frage. Inwieweit ist es da wichtig, dass das Thema New Space im Koalitionsvertrag steht, auch wenn man zugeben muss, dass es natürlich im Vergleich zu dem Wahlprogramm wirklich dürftig weggekommen ist. Ne? Also du hattest das in einer Veranstaltung mal gesagt, wie viele Wörter das sind. Also es ist verschwindend gering im Vergleich zu dem, was in den Wahlprogrammen stand. Aber ist das jetzt was, wo man sagt, ja, irgendwie haben wir es vielleicht geahnt oder es war die richtige Entscheidung, das reinzuschreiben oder hätten wir mal lieber mehr reingeschrieben? Also mehr wäre natürlich immer besser und noch ausführlicheres Commitment und auch hinterlegt mit konkreten Ideen, Vorschlägen. Das wäre natürlich wünschenswert gewesen. Aber wie es immer so im Leben manchmal ist, nicht alles, was wünschenswert ist, passiert auch. Ich glaube, der Koalitionsvertrag ist ein guter Anknüpfungspunkt. Die neue Bundesregierung hat zum ersten Mal überhaupt New Space erwähnt und hat zum ersten Mal überhaupt festgehalten, dass es eine für die gesamte Wirtschaft zentrale Schlüsseltechnologie ist, die gefördert und ausgebaut werden soll. Und ich glaube, da müssen wir jetzt die neue Regierung beim Wort nehmen. Der Koalitionsvertrag lässt ein ganz breites Feld an Möglichkeiten und Ausgestaltung zu. Und jetzt geht es darum, mutig diese Definitionslücke zu füllen und New Space Made in Germany und damit Made in Europe massiv zu stärken und nach vorne zu bringen. Aus wirtschaftlichen Gründen, aus Klimaschutzgründen, aber vor allem auch in der aktuellen Situation aus strategischen Gründen. Was ändert sich in den nächsten Tagen und Wochen für die deutsche und europäische Raumfahrt? Also das wird man sehen müssen. Ich glaube, die Diskussionen werden jetzt beginnen, wie stark man noch mit Russland kooperieren will, kooperieren kann. Ich glaube, es wird Veränderungen geben und viel hängt natürlich davon ab, wie jetzt die nächsten Schritte Putins aussehen. Wird er nach noch mehr greifen? Wird es zu einer noch größeren Eskalation kommen? Dann liegt, glaube ich, wirklich alles auf dem Tisch und das wäre wirklich dramatisch für Europa, für die Sicherheit in Europa
Und es bleibt zu hoffen, dass das nicht passiert. In diesem Sinne, das sollen schöne letzte Worte sein in einem wirklich sehr spontan anberaumten Interview. Matthias, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Erklärung zu den ganzen Sachen. Euch, die das jetzt sehen, kann ich nur empfehlen, verfolgt, was da in der Ostukraine passiert und tut es nicht damit ab, als ob es weit weg ist. Das ist es nämlich nicht. Es ist quasi vor unserer Haustür und es ist immer, immer schlecht, wenn sich Menschen so sehr in die Wolle kriegen und dass sie mit großen Waffen Säbelrasseln veranstalten. Und wir hoffen, dass alles einigermaßen glimpflich ausgeht, auch wenn die Lage aktuell sehr, sehr angespannt ist. Welche Auswirkungen das konkret für die Zukunft der Raumfahrt hat, das werden wir natürlich erst sehen, wenn mehr Zeit vergeht. Eine Einschätzung dazu gab Matthias Wachter vom BDI bzw. der New Space-Initiative. In diesem Sinne, Matthias, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Zeit und ich denke, wir sprechen uns in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt nochmal. Vielen Dank, Micha.